Jo Leute, Servus und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget auf EU3, Tag 2, Level 75. Wird schwer. Ich bin jetzt 67, habe jetzt nur noch diesen einen Dungeon hier vor mir, mehr Geld gar nicht. Der gibt 1,8 Millionen irgendwas. Ich denke, wenn ich ihn schlagen würde, bin ich auf 69,5. Ich habe noch 40 Alu. Ich würde also 70 kommen und könnte wahrscheinlich dann auch den Dungeon-Schlüssel bekommen. Das dann aber für 75 reicht, sei mal dahingestellt. Aber ich muss natürlich auch erstmal den Dungeon jetzt hier noch schlagen. Die Chance ist im Moment laut SF Game Tools, oh Gott, der war knapp. 0,5%. Der Dungeon zuvor hatte eine Chance von knapp 1% und ich habe 500 Pilze gebraucht. Also, ja, wenn ich jetzt ähnlich viel ausgeben muss hier, wird es wahrscheinlich schwierig werden. Ich habe jetzt 7,2k Pilze investiert, plus das, was ich vom Sponsoring habe und ja, wollte jetzt nicht noch mehr investieren, um ehrlich zu sein. Also es ist, ich weiß gar nicht warum, also was jetzt die Ursache ist. Also ich sag mal, so viel schlechter sind die Steine nicht bei der Gilde. Wo ich wieder Fehler gemacht, weiß ich nicht, oder vielleicht schlecht gespielt habe, weiß ich jetzt auch nicht. Ich habe eigentlich auch versucht, diesmal ein bisschen eher schon vorzuspielen, um dann auch noch ein bisschen Stadtwache zu farmen und so, aber ja, tatsächlich habe ich gar nicht viel abfarmen können und bin auch mehr abgefarmt worden. Also das ist mir auf jeden Fall eingefallen, wo vielleicht da der Fehler auch so ein bisschen lag. Ja, klar, mit mehr Budget wäre das jetzt alles kein Thema, aber es ist halt so, vielleicht habe ich Glück, also der Versuch war ja gerade sehr knapp, der hätte auch klappen können. Ja, sprechen wir mal drüber, dass es immer mal auftritt, dass Leute Probleme haben in der App zum Beispiel, vor allen Dingen, dass der Pilzstand und die Goldanzeigen fälscht sind, wie eingefroren sind, mit einer beliebigen Zahl und dass man dann nichts machen kann. Also das hatte ich ja auch auf EO3 per App. Oh, nice. Einfach den Dungeon voll quatschen, Leute. Das ist das Ding. So läuft es. Oh, fast sogar 70, ey, nice. Jedenfalls konnte ich hatte ja Pilze aufgeladen auf dem Char, aber ich konnte nicht blättern. Ich konnte nichts machen. Ich konnte nur das Pilzkatapult laden in der Gilde. Und danach habe ich die App neu gestartet und dann ging's. Ja. In anderen Fällen ist es so, dass man die App dann auf die vorherige Version zurücksetzen sollte. Also gerade bei Android ist das wohl aufgefallen. Ich habe auch jetzt hier in der Gilde das hin und wieder gehört, dass manche da ein Problem hatten. Also wenn ihr da auch sowas habt, am Wochenende ist der Support halt schlecht erreichbar, dann versucht mal das mit dem Pilzkatapult oder versucht die Version zurückzusetzen auf eurem Gerät, damit es funktioniert, beziehungsweise es könnte halt sein, dass es über einen Browser dann zumindest läuft am Rechner, also selbst wenn ich hatte das Problem dann nämlich auch in Steam, also obwohl ich auf Android gespielt habe erst, hatte ich dann auf all meinen Servern diese gleichen Anzeigen und konnte nichts machen, und das hat sich auf Steam sogar übertragen. Jetzt wird es natürlich sehr, sehr spannend. Did my amazing reputation this time you can Level 70, ich brauche 200.030 XP. Also das sollte ich hinkriegen. Achso, warte mal, Inventory ist ja. Achso, ich habe natürlich eine Epic bekommen. Ja, also die Epics, die ich kriege auf diesem Server, tatsächlich von allen Dungeon-Bossen ohne Sockel. Ich glaube, ich hatte nicht einen Epic jetzt am heutigen Tag mit Sockel bekommen von den Dungeons. Also das ist auch so ein Thema, natürlich ein bisschen unlucky, kann man sagen, ja. Aber ja, es gehört durch meine Epic-Event, ja. Ich habe auch viel blättern müssen, nicht viele Epics erst bekommen, die mir gefallen haben oder die dann Socken hatten. Also irgendwie hatte ich da das Gefühl, auch dass es auf diesem Server nicht so gut lief, wie es schon auf manchen anderen Servern hatten, ja. Also die 10 Alu waren natürlich ein bisschen verpufft jetzt hier, aber das sieht schon mal ganz nice aus. 64.000. Mein SA ist okay. Ich hätte jetzt noch ein bisschen mehr SA machen können. Vielleicht auf 3-4% mehr oder so, aber
So, jetzt 88.000, das würde reichen. Was ist das? So, Level 70. Das heißt, wir können jetzt in den Zauberladen wieder gehen. Wir können jetzt blättern. Und bekommen hoffentlich schnell den Dungeon Key. Was aber immer gar nicht so einfach ist. Durch die ganzen Tränke, durch die ganzen Sanduhren, durch die Epics. Also hier weiß ich auch, dass ich schon einige... Ah, hier ist er, nice. Sehr gut. Also immer blöd quatschen. Wenn es nicht läuft, ihr müsst immer irgendwas quatschen. Das Spiel zuquatschen. Ah, dann läuft es. Aber 75 ist trotzdem echt ein Thema. 75 ist ein Thema. Weil die Mobs am Anfang, die geben jetzt halt kaum XP. Also 71. Ja, Intelligenzgegner ist natürlich nice. Also als Berserker freust du dich da. 72 ist jetzt auch nicht das Ding, aber ich habe auf jeden Fall noch das Glücksrad und die Arena-Kämpfe. Ah, ich glaube, die mache ich gleich mal. Aber das ist halt jetzt auch, also die Arena bringt halt jetzt nicht mehr viel, ne? Also das sind... Aber wir haben natürlich jetzt auch wieder ein bisschen Gold gefarmt. Ja, das ist natürlich auch geil. Aber nicht geil, wenn ich verliere, ja. Ey, verlieren war jetzt hier nicht gesagt, danke. So. Ah ja, was? Wie Invincible? Hä, wieso habe ich das noch nicht bekommen? Ach, okay, das habe ich gestern... Okay, ja. Das Achievement habe ich am Tag 1 gemacht, vor dem Sammelalbum. Das sind natürlich nochmal 5 extra Punkte, ja. So. Slimebob sollte auch noch gehen. Grenisch Gremlin. Ja, jetzt, hier wird es schon ein bisschen tricky. Sollte noch klappen, er gibt einen Epic vielleicht. Also, eine Waffe wäre natürlich super. Die Waffe ist jetzt am allerwichtigsten. 3 oder 5 Attribute ist wurscht. Ich habe jetzt auch 5 Attribute, aber eine hohe Spanne. Den müssen wir halt legen jetzt hier. Und da bin ich, wenn ich den lege, sind wir 74. Und dann muss ich noch einen weiteren legen. Oh, der war knapp. Sehr gut. Oh, eine Schlüpper. Aber ey, immerhin eine Schlüpper mit Dings. Der nächste Dungeon-Gegner ist ein Stärke-Gegner. Da ist das auf jeden Fall sinnvoll einzusetzen. Zack. Jetzt ist es mit den Gems zumindest nicht mehr das Ding. Ich habe auch aus Versehen die Mine auf 2 gemacht. Das war auch so ein dummes Ding. Aber jetzt kriege ich mehr Gold rein durch die Gems als raus. Also das ist jetzt auch nicht so problematisch. Sind eher nur die Pilze, die ich ausgeben muss. Ah, ich wollte das Arbeiterquartier eigentlich auch mal hochziehen. Könnte ich noch machen. Spare ich mir gar keinen Pilz. Gut. Na egal. Machen wir mal das ins Upgrade. Ja, dumm quatschen hilft bei der Gem-Mine, glaube ich, nicht so nice. Jetzt kriegen wir halt Ausdauer-Gems. Die sollte man natürlich schon auch irgendwo nutzen, wenn möglich. Ich werde den mal nehmen. Das schadet jetzt nicht. Ich habe mehr Stärke, glaube ich, als er. Ja, ich habe mehr Stärke. Also Ausdauer ist da schon auch wichtig. Ich werde hier nochmal schnell eine Pause machen und mir mal die Chancen berechnen. Okay, Leute, ich habe alles eingegeben. Wir müssen eigentlich nicht neu blättern. Wir sind stark genug aufgestellt. Eine 1,34%ige Chance. Tatsächlich. Ja, okay, gut. Der letzte Dungeon-Boss war ja auch tatsächlich im Level höher. Ja, das ist das Gute, wenn man dann einen neuen Dungeon hat. Auch wenn die Gegner dort natürlich auch stärker werden. Sie sind nicht gleich 1000-mal stärker als die letzten Dungeons, die man schon gelegt hat, ja. Aber fallen muss er jetzt immer noch. Und dann haben wir das Pet-Nest wenigstens da an Tag 2 und ich habe sogar noch
ja, die Chance natürlich, das richtige Pet noch per Alu zu finden, wenn ich es jetzt nicht hätte in der Nacht, ist sehr unwahrscheinlich, aber dennoch not bad. Ja, Mann. So, wie war das mit dem Dummquatschen? Habe ich noch ein Thema? Zack, zack. Ja, wir gucken uns dann gleich mal wahrscheinlich noch, wenn ich das jetzt hier erreichen sollte, am Ende nochmal dann die Hall of Fame an. Ich hatte ja ein Video heute gemacht, also am Tag 2, relativ zu Beginn. Ja, da hat man gesehen, wie die aufgestiegen sind. Ich weiß, dass es jetzt auf jeden Fall schon Leute über 200 gibt. Ich weiß, was es ist. Ja, jetzt habe ich nämlich die Brille auf, ist gesehen, ach komm, ein bisschen skillen. Das ist eigentlich krass, also normalerweise laufe ich nicht mit solchen niedrigen Skills rum, denke ich. Aber, hey, dadurch, dass ich 75 jetzt nur noch erreiche in Abhängigkeit, ob ich den Dungeon jetzt schlage, also machen wir mal hier den Raid für die Gilde. Ne? Alle Extrapunkte sind wichtig. Machen wir mal so, ne? Für die Community, I would say. So. Alright. Let's dance. Also klar, am nächsten Tag werde ich, Tag 3 würde ich vielleicht sagen, gucken wir mal Richtung 100, aber also ich werde jetzt hier nicht mehr so auf Level gehen. Ich werde mich wirklich auf die Pets konzentrieren. Also 85 möchte ich morgen auf jeden Fall sein, den Heiligen Gral haben fürs Sammelalbum, ne, ist ganz klar. Ob ich einen Push Richtung 100 noch mache, dann I'm trying to get some sleep. kann ich noch nicht sagen. Oh, ey, aber das, also dafür, dass ich beim anderen natürlich so schnell durchgekommen bin, ne, wo man sagen kann, hey, ja, die Durchschnittswahrscheinlichkeit, na, da hast du ja 150 Pilze oder sowas gespart. Lippalle, ne, also. Aber viele Dungeons, wo ich echt mehr Versuche geben musste, als die durchschnittliche Wahrscheinlichkeit von SF Game Tools sagt. Aber das ist ja immer so, ne, mit der Wahrscheinlichkeit. Ja. Bei 94 von 20.000 Fällen zu gewinnen, heißt ja, dass man 19.000 Mal auch ins Leere greifen kann. Ja, also es musste ich auf diesem Server ein bisschen schmerzlich erfahren. Also es fühlt sich genauso an wie mit dem Magier auf WO1. Nur bin ich halt hier Berserker, ne? Also das... Boah, das der jetzt so nochmal hier... Also 150 Pilze habe ich ja schon gelassen bei dem Kollegen hier. Trotzdem ich noch zwischendurch geskillt habe extra. Was soll das? Ach ja, gut, das Petnest, das muss ich auch erstmal finden. Hello. Das ist nicht sehr wahrscheinlich, dass ich das jetzt gleich noch finde. Aber My new squire. das wäre richtig doof, Mann. Ich wollte es unbedingt an Tag 2 schaffen, aber nee, das ist hart. Oh Mann. This time. Also die Challenge habe ich erreicht, aber Do you know how late it is? ich habe es nicht mit den Pets geschafft. Unlucky. Ach, nein. Ich bin froh, dass ich den Dungeon jetzt noch besiegt habe. Muss ich schon dazu sagen. Ja. Das hat mich jetzt sehr freudig gestimmt. Und ja, spielen wir entspannt auf Level 80 an Tag 3. Gehen ein bisschen hoch. Machen das SA frisch. Ganz entspannt. Wir müssen jetzt hier nicht so krass losspielen. Und so, wir sind jetzt gerade 75 und auf Rang 55. Wir haben 4 Leute über 200. Marksman hat es also auch gemacht. Catgirl ist auf 228 hochgegangen. Ein paar Spieler aber auch auf 100. 105, also Arena Manager. Ne? 105 ist ja Arena Manager. Das ist natürlich auch nicht schlecht, wenn man den so zeitig wie möglich bekommt. Hier Milky muss man auch noch erwähnen. Das ist ja auch ein sehr starker Spieler. Also von S41 ja zum Beispiel auch bekannt. Ja, hier haben wir auch einige auf 90. Er hier 95.
kann auch bald Dungeons machen, wird er Level 100 schaffen. Gilmag auch auf 100. Ja. Aber ich denke, also jetzt nach Tag 2 sieht es auch so aus, als wären wir Top 50. Aber ja, es werden einige an Tag 3 vorbeiziehen. Gerade wenn ich jetzt nicht so doll mehr pushe an Tag 3, denke ich, werde ich mehr in Richtung 100, Top 100 fallen. Aber das ist alles im Rahmen. Das ist alles okay. Ja. Und ich bin gespannt, wie es hier weitergeht. Ich bedanke mich bei euch für jeden Support, egal in welcher Form. Und würde sagen, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Haut rein, macht Tschüss und Servus. Euer Basti.